Hallihallo, das Typo-3-System 14.0 ist seit ungefähr einer Woche draußen und heute möchte ich gerne auf den Scheduler näher eingehen. Jetzt nicht auf technische Ebene, sondern eher auf Redakteursebene oder Admin-Ebene. Und ich möchte dazu auch gerne einmal die Unterschiede zwischen der Version 13 und der Version 14 zeigen. Hallo und herzlich willkommen zu 7 Bugs, Tech-Probleme verstehen und lösen. Mein Name ist Kai Schuster. Und hier, was ihr jetzt seht, ist jetzt auf der rechten Seite Typo 3.13 und auf der linken Seite Typo 3.14. Und hier sieht man schon direkt die ersten Änderungen. Und zwar haben wir hier oben in der 13er noch einen Dropdown, wo wir ein Scheduler-Setup haben, Available Scheduler Commands und ja, einfach eine Liste von den ganzen Schedulers. Hier ist es jetzt etwas anders aufgeräumt. Wir haben jetzt keinen Dropdown mehr. Wir haben zwar hier die Buttons, aber den Setup-Check, der ist weiterhin hier gegeben. Der war vorher halt hier oben drin. Und wenn wir wissen wollen, was jeder einzelne Scheduler-Task genau macht, musste man hier eine Dropdown-Liste dementsprechend das auswählen und hat dann hier die Liste bekommen. Und das ist jetzt hier komplett neu. Hier sehen wir wirklich in einem Overlay, das kennen ja viele schon von den Content-Elementen, wenn man ein neues Content-Element anlegt, bei der 13 auch schon, dass wir hier jetzt auch Beschreibungen drin haben, was ich schon mal sehr viel übersichtlicher finde. Ich gehe jetzt hier mal hin und nehme mal das Caching-Framework, dasselbe mache ich jetzt hier auch. Und hier sieht man auch schon direkt die Änderungen, die vorhanden sind. Wir haben hier oben wieder so eine Art Breadcrumb-Navigation. Das haben wir hier jetzt nicht. Wir haben unterteilt in Reitern. Das haben wir halt in der Vergangenheit hier nicht gehabt. Da hatten wir alles auf einer Seite. Und wir haben zusätzlich hier aber nochmal die Beschreibung drin, die hier natürlich komplett fehlte. Das heißt, man weiß nicht genau so, was dieser Scheduler-Task jetzt genau macht. Zusätzlich, wie hier auch, kann man die Gruppen festlegen, eine Beschreibung hinterlegen und natürlich sagen, okay, hier jetzt die Backend-Types. Also das ist eigentlich genau geblieben. Da hat sich nichts geändert. Wobei hier jetzt in der alten Version musste man ja diese Sachen markieren oder halt mit Steuerung-Taste gedrückt halten. Und hier kann man die jetzt direkt so auswählen. Also das, was wir eigentlich auch kennen von den anderen Content-Elementen, wo wir so eine Mehrfachauswahl haben können. Timings ist jetzt generell hier auf Single eingestellt. Das führt natürlich dazu, wenn ich jetzt hier den direkt speichere, ich den dann direkt ohne Fehlermeldung benutzen kann. In der Vergangenheit war es so, dass wenn ich den jetzt speichere, erstmal eine Fehlermeldung kam, ich musste eine Frequenz angeben. Und das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Zusätzlich bei dieser Frequenz oder halt diesen Recurring sieht man jetzt hier auch bei der 14er, dass sich das Layout dementsprechend anpasst oder die Felder anpassen, je nachdem was ausgewählt ist. Finde ich auch sehr, sehr praktisch. So kann man sich konzentrieren, was man genau möchte oder sehen möchte. Zusätzlich gibt es hier Next Run Planned. Das ist aber deaktiviert, das kann man nicht einstellen. Das ist einfach nur, wenn man den Scheduler-Task angelegt hat. Ich mache das jetzt einfach mal mit Recurring. Gebe jetzt hier was ein, mache dasselbe hier auch mal. So. Und Access, ja, ist enabled. Das ist dann hier oben mit disabled gewesen. Einfach mal speichern, den speichern. So. Hier sieht man auch noch, bei der 13er ist hier oben die Success Message und bei der 14er war die hier unten. Gehen wir mal auf Close. Jetzt sehen wir, die Liste ist genauso geblieben wie vorher auch. Da hat sich nicht wirklich was getan. Gehen wir jetzt mal gerne mal hier rein. Und dann müsst ihr hier unten bei Timing, genau, bei Timing steht jetzt hier der Next Run drin. Und das haben wir hier nicht. Also hier haben wir diese Detailinformation nicht drin. Finde ich sehr, sehr praktisch, auch wenn wir das natürlich in der Listenansicht auch sehen, wann die Next Execution ist. Was auch neu ist in dem Scheduler, ist, wenn ich jetzt eine neue Gruppe hinzufüge, kann ich hier auf der 13er nur einen Namen vergeben. Also Taskgruppe 1. Hier kann ich aber noch etwas mehr. Ich kann zwar auch den Namen vergeben, aber hier unten gibt es einen Link. Edit the whole record to add a custom color and description. So, ich mache jetzt hier mal Create New
Ich habe jetzt die neue Gruppe. Ich mache jetzt hier auch mal Create New und habe hier auch die neue Gruppe. So, wenn ich jetzt diese Gruppe editiere, kann ich nur den Namen editieren. Mehr kann ich in der Vergangenheit nicht editieren. Also ich kann nur den Namen editieren und das war's. Hier, wenn ich jetzt die Gruppe anklicke, kann ich neben dem Namen eine Beschreibung festlegen. Und das Schöne, ich kann hier sogar eine Farbe festlegen. Und das führt jetzt dazu, dass jeder Task, der jetzt da drin ist, automatisch auch hier eine Farbe hat. Das heißt, wenn ich jetzt den hier reinziehe, hier vorne, das ist so ein bisschen unlogisch. Eigentlich müsste hier jetzt die Gruppe da sein, finde ich, aber gut. Ausgewählt, speichern und hier sieht man direkt, der Task ist in dieser Gruppe mit drin. Auf der linken Seite ist diese Farbe plus die Beschreibung hier drin. Und ich kann die ganze Gruppe disablen. Und wenn ich jetzt hier mal den auch in die Gruppe hinzufüge, weil hier ist das nämlich direkt ausgewählt, die Gruppe, also kann man auswählen, ist der jetzt in der Gruppe drin, das sehe ich hier, kann ihn auch hier deaktivieren. Wie in der Vergangenheit ist das bei der 14 genauso wie bei der 13. Das ist der Scheduler Task und was ich auch sehr interessant fand, das ist mir gar nicht so in den Sinn gekommen, wenn ich jetzt mal hingehe und den hier mal lösche und die Gruppe auch mal und bei der 14 auch gerne. Also es gab es auch schon bei der 13, aber das ist mir vorher nie so hundertprozentig aufgefallen. Kann man nämlich, wenn man den Recycler installiert hat und auf der Root-Ebene ist, sieht man den Scheduler plus die Gruppe. Hier jetzt irgendwie nicht, komischerweise. Aber eigentlich sieht man hier auch den Scheduler-Task. Man kann den auch wiederherstellen oder dementsprechend richtig löschen. Also hier, die Sachen sind nicht direkt weg, sondern man kann die auch jederzeit wiederherstellen. Wusste ich vorher nicht, fand ich auch sehr, sehr praktisch. Gab es wie gesagt auch schon in der 13. Was haltet ihr von dem neuen Scheduler, wie der aufgebaut ist? Also ich finde den, ich sag mal, übersichtlicher und besser gemacht als vorher. Am nächsten Video oder in irgendwie ein paar Videos später werde ich nochmal genauer drauf eingehen, was auf Programmierebene der Scheduler noch zu bieten hat. Was ich auch noch gefunden habe, sind so ein paar Change-Logs. Die sollte man sich auf jeden Fall nochmal durchlesen, was den Scheduler betrifft. Betrifft überwiegend die Developer, aber wie gesagt, da gehe ich im nächsten Video drauf ein. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr den Scheduler findet und was euch daran gefällt. Ansonsten lasst auch gerne ein Like und ein Abo da und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei 7Bucks. Ciao, ciao!